Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Draugen. Tja, man findet jetzt eigentlich immer mehr Hinweise, dass in diesem Ort, glaube ich, wie man so schon denken konnte, etwas nicht stimmt. Da wird Verräter an die eine Tür geschrieben und Kindermörder hier in dem Laden wird geschrieben und so. Tja, etwas ist hier wirklich vorgefallen. Nicht verschickte Post. Bemerkt, dass da mindestens 10 Briefumschläge liegen, alles sind frankiert, aber an diesen Ort gefangen. These were never sent. How long have they been piling up? I received Mrs. Fretland's letter in June. A couple of months. Perhaps the world forgot about Grovik. Sieht man hier mit den Briefen da. Ist alles noch rausgegangen, wahrscheinlich der letzte Brief, der rausgegangen ist und alles andere ist nicht mehr rausgekommen. Das war's dann also. Die Telegrafenliste. Auch irgendwelche Verbindungen, Telegrafenverbindungen wahrscheinlich hier. Out of order. Why hasn't it been fixed? Perhaps there wasn't much demand for it anymore. S-O-S. Oh boy. If only this thing worked. We could order a boat to come get us. Or, even better, order some hot grub. Ja, ich glaube, eine warme Mahlzeit, bis die da ist das auch keine warme Mahlzeit mehr. Ja, scheinbar hier von Simon an Ruth, wie es aussieht. Wahrscheinlich der geliebt Simon und Ruth, wie es aussieht. Ruth irgendwie die Tochter hier von diesen Bonzen hier, ich sag jetzt mal Bonzen. Und Simon irgendwie auch verwandt von den anderen Brüdern scheinbar, die sich wohl geliebt haben. Hier steht der Kassa. So that's what it means. Cash register. You're a genuine gangster now, old fruit. Don't worry. If you get busted, I'll come visit you in the big house. The vandals weren't here for the money. I think money was the last thing on their minds. Oh, ich dachte, er nimmt ein bisschen Geld. Wasn't there supposed to be a key? Here it is. Jetzt können wir mal die Hut uns nehmen. Schließen auf. Machen natürlich gleich die Tür zu. Da ist noch ein Brief unter dem Hut. Ist noch irgendwas, womit ich interagieren kann hier. Da ist noch Bingo, also schon mal dieses Bier, diese Plörre hier. It is her hat. Teddy, I'm not Betty sure was that's... here, and not long ago. Okay, but if that is her hat, what's it doing in a locked storeroom? Another breadcrumb. That's not an answer. I know for sure she was here. That's what matters. You know best, Edward. So, what now? If this is a breadcrumb, where's the next one? There must be a reason her hat's in this room. Ja, den Brief lesen würde ich sagen. What's that? A handwritten note. I'm not blind. What does it say, you silly goose? It's hard to read. I'm not sure my translation will be... Johann, you... Nectar. Refuse. You refuse to speak to me, so I write this letter instead. It's from Frederick Fretland to his brother. Simon did not... Bloody hell. Simon did not murder your Ruth. He was fond of his cousin. Ruth. Ruth is the daughter of Anna and Johann, which means the little girl in the photograph at the farmhouse. Oh, Edward. The Fretland girl was murdered. This is simply awful.
Simon was working at the farm while I tended to the store. I would have seen him had he passed on the way up to the cliffs. They thought Simon killed Ruth. His own cousin. Ruth was... what's that word? Playing. Ruth was always playing on the rocks below the church. She must have fallen by accident. The note ends there. Frederick never finished it. And Johann never read it. Not that it would have made a difference. If Johann thought... The mob showed up for Simon. His father would have tried to protect him. September 17th. You would have been here, Betty. Rocks below the church. Isn't the church right above us? Edward, come look at this. That's the cliff. Right there. The one in the note? I bet you 1,000,000 clams. Where? See for yourself. Da hab ich gesagt, da hinten am Strand geht's dann weiter. Nur, dass wir da I noch guess nicht that hinkommen. could be where... Let's check it out. No, Lissie, wait. Mach sie schon drauf fort. Alice! This way. Mir kommt es ein bisschen komisch vor, dass sie immer so schnell weg ist dann. Irgendwie habe ich das Gefühl, vielleicht ist hier seine Schwester schon im Prinzip schon lange tot. Wie gesagt, habe ich das Gefühl, dass seine Schwester Elisabeth schon lange tot ist. Betty, wie man nennt, Elisabeth, wie auch immer. Und dass sie vielleicht schon lange tot ist und vielleicht ist diese Alice... Vielleicht ist ja diese Alice gar nicht existent und vielleicht ist ja Alice quasi seine Schwester, also dass er seine Schwester sucht, aber dass er vielleicht dann irgendwie diese Lissie, sag ich mal, sich da eingebildet, dass sie vielleicht dann eigentlich vom Aussehen her dann seine Schwester ist. Ich meine, irgendwie, er ist intellektueller, was er gesagt hat oder was sie gesagt hat. Da kann ich mir gut vorstellen, dass vielleicht, weiß nicht, vielleicht hat er irgendwie ein paar Bücher geschrieben oder irgendwas, er zeichnet, er schreibt offenbar Bücher, vielleicht ist es ja so, dass er sich ja die Figur von ihr ausgedacht hat, von der, This von doesn't dem Mädchen. concern Our us. little girl died. We're staying in her home, for God's sake. Are you completely without heart? Get yourself up here, Edward Harden, right this minute. Ja klar, wo ich gesagt habe, hier geht's garantiert dann hoch. Das war so vom Level schon klar gewesen, dass man da irgendwie hochkommt dann. Come on, it's an easy climb. This looks very dangerous. Oh, you're a big boy. Start acting like it. It's not Mount Everest. I don't know about this. Whoopsie-daisy. Also hier habe ich eigentlich das Gefühl, dass sie auch nicht echt ist irgendwie. Dass die irgendwie nur eine Einbildung ist, habe ich mal das Gefühl. Wie gesagt, die Schwester wird garantiert schon tot sein, denke ich mal. Und sie, entweder ist sie quasi, wie so ein Trugbild, dass er nicht alleine sein will, dass sie quasi vom Aussehen eigentlich die Schwester ist jetzt, wenn man es jetzt mal finden würde. Und dass vielleicht seine Schwester, wann ist seine Schwester, ob die jünger ist oder älter, das weiß man ja nicht. Dass vielleicht sie gestorben ist und ist vielleicht schon seit Ewigkeiten tot, vielleicht schon, also wirklich schon länger tot. Dass vielleicht die, man hieß ja nur 1923, was man den Brief gelesen hat, aber vielleicht ist ja in der Wirklichkeit gar nicht mal 1923, sondern vielleicht schon 1950 oder was auch immer. Dass das Kaff hier vielleicht schon ewig verlassen ist. Dass die vielleicht schon tot ist, die Schwester Ewigkeiten und als sie dann gestorben ist, sah sie vielleicht so aus wie sie hier, wie diese Lissie. Dass er sich dann, wie gesagt, sich seine Schwester dadurch einbildet, aber er es nicht wahrhaben will. Dass er vielleicht irgendwie nicht alleine ist. Irgendwie sowas habe ich das Gefühl. What is this? Where little Ruth died. You're being morbid. And this is a distraction. I'm here for Betty, not because some girl Edward. got herself... You insensitive brute. You're like the Tin Woodman, no heart. You know, you've grown cold and mean in that horrid study of yours. With only books and bugs to keep you company for years and years and years. There are other people in this world, you know. It's not all about you. You're going to do this. If not for Ruth, then for us. We're going to figure out what happened to the poor girl. Together.
It's been here a while. Didn't you say it happened over a month ago? You'd think her family would have replaced it with fresh flowers. That's been here a while. Didn't you say it happened over a month ago? You'd think her family would have replaced it. Ist doch hier ist alles runtergefallen. It's a long fall. Far enough to crush the girl's skull. Edward Charles Harden! What? Oh, you're hopeless. Is that blood? The girl could have hit her head on that rock. There would have been plenty of blood. That's awful. I think there's something behind it. Can Ja, you da move liegt the irgendwas wie eine rock Tasse aside? oder irgendwas. Oh, irgendwie ein Kleidungsstück. Ach, eine Puppe, glaube ich, oder? Naja. It must be Ruth's. Where's the head? Maybe the killer also decapitates dolls. Hold on. This pin. This is old. Very old. Looks like something from the Ja, was from mit the Draugen Viking bestimmt. era. We are in the land of Vikings. This could be 1,000 years old. It does not belong on a child's doll. Who cares? Ruth is dead and you're obsessing about a rusty Das old ist im Prinzip das pin? Speichersymbol, was man da sieht. Let's go further up. Maybe we'll find more clues. Come on, old sport. It's not Ja, far. dafür, dass die Can Puppe you schon so wait ewig just da liegt, 1 minute so sieht's that aber I can irgendwie gar catch nicht. my- Ach, das hat er jetzt mitgenommen. Hier hat nämlich das Speichersymbol. Sie hat auch jetzt, sie ist auf einmal weg. Betty? Or am I just stumbling through darkness? Das meine ich. Jetzt auf einmal ist sie gleich weg und, ja komm, ich gehe schon mal vor. Wie jetzt mit dem Kopf, ich gehe jetzt schon vor. Und dann immer läuft man da hinten, ich bin schon weiter. Wo ich mir also denke, deswegen habe ich das Gefühl, dass Lissie ja nicht wirklich existiert. Und mit der Puppe irgendwie, wenn das schon länger her ist, scheinbar, dass eigentlich die Ruth hier gestorben ist. Scheinbar, ich meine, sieht es noch ganz schön gut aus, die Puppe, nicht irgendwie vergammelt oder, irgendwie dem Zahn der Zeit ausgesetzt und den Witterungsbedingungen und der Ziege da hinten und so. You can see clear beyond the edge of the world. Right. It is awfully chilly. One Oh, second. teddy bear. We need to take you out walking more often. So, the girl fell from up here. Was pushed, you mean? Can you see where she fell? Certainly high enough to kill a child. If I had to go, this would be the way to do it. Soaring through the air like a bird. And landing like a rock. Na gut, es wäre auch für einen Erwachsenen. Wenn du das 10 Meter runterfällst, wird es doch für einen Erwachsenen genauso tödlich sein. Wenn du den Schädel ausschlägst, bricht dir das Genick einfach. If she fell headfirst on that rock, she'd have died instantly. Edward, honestly. You wanted to learn more. This is you learning more. She hit her head and fell into the bush where I found her doll. Happy now, Alice? I'm not. What was she doing up here in the first place? Playing? She was a child. Children play in dangerous places. There must be more to it. Let's find out where this path leads. No, absolutely not. I don't have time for this nonsense. We're running out of daylight and Betty's still Ja, da rennt es doch vor, dass man sie sieht. still out there. Es wird schon wieder dunkel. Der Tag hat erst begonnen und jetzt auf einmal wird schon wieder gleich Lissie? dunkel. Slow down. I can't keep up with you. Who knows what's up there? It's not worth the risk of falling and breaking something. Lissie? Are you there? Ja, sie antwortet gar nicht. Ich meine, da ist sie wahr, aber ist sie zwar. Ja, ich weiß nicht. Teddy, My word. Look away, Lissie. is this what happened to the villagers? They killed themselves? It's
one body. Let's not jump to conclusions. Vielleicht hat er sich auch selber erhängt. This is just ghastly. What made him do this? How long has he been... From the state of the body, perhaps a couple of weeks. It depends on temperature and humidity, of course. Er hat sich schon mal selber hingerichtet, oder? Was he executed? He could have kicked the chair away himself. What does that say? God forgive me. Don't suicides go to hell? Isn't that what your father said when Stop. your mother drowned Don't. herself? Sorry. Ah, scheinbar hat sich also die Mutter von dem Edward also selber getötet. Who was he? One of the Fretlanders? It's not Johann or Frederick. And he's too old to be Simon. Do you think this has something to do with Ruth? Maybe she came across the hanged man before she died, and it scared her. So she ran, and This happened later. there's some consolation in that, I guess. Maybe it's the killer. The guilt ate him up, and he offed himself. That's just speculation with no basis in fact. There's nothing more to do here. I'm going back. Let the poor soul rest in peace. Does it look like he's resting in peace? You're just going to leave him hanging? You're an insensitive brute. I'm here for Betty. It's tragic, but really none of my concern. Betty, always just Betty. You don't care about anyone else. What if that was me up there? Would you care then? All you do is obsess over a scarf and a hat and ugh. It's all I have of Betty. Betty, there she is again. Edward, the hanged man, he's someone. No matter what he did or didn't do, he deserves respect. Would you please just do this one decent deed? If not for me, then for yourself. Or for your Betty. What are you doing? You can't just pull him down by his legs. Try loosening the noose. I can't reach that far. Nehmen wir einen Stuhl. So kommst du schon hoch. I'm going to be sick. I can't do this. Yes, you can. Teddy. Edward. I know you can. You've been through much worse. Na komm. Edward. Wenn er speichert. Ich dachte, die gehen dann zur Kirche. Where are the Fretlands, Edward? It's been 2 days. If they're not back tonight, They're not coming back. perhaps they left after their daughter died. Was murdered, you mean? Isn't that what we think happened? Ich denke, das war ja ein Mord. Penny for your thoughts? She was probably murdered. And you think Simon did it? Your guess is as good as mine. It could have been an accident. You're really not helping. Can we talk about this tomorrow? I'm sorry. You're exhausted. I buried a corpse today, Alice. I know. I'm sorry. Why don't you sleep in the guest bedroom? The couch is fine. The Fretlands could still come home. All right. Just don't come crying to me if you wake up with a crick in your neck. I'll be up for a while, if you feel like talking.
Ich kann gar nicht jetzt mit ihr reden. Ich drücke F, aber ich kann nicht mit ihr reden. I really thought I'd find Betty today. Well, I told you not to get your hopes up, Edward. I mean, we just got here. It's a big place. She could be anywhere. It's just the thought of her alone out there in the dark. She's a tough cookie. You're Betty. Tougher than you, teddy bear. That she is. I feel restless. You should sleep. I'm not sure I can. But yes, I'll try. In a bit. I feel restless. You should sleep. I'm not sure I Sagen wir can. dasselbe. But yes, I'll try. In a Ach, in bit. der Küche sind wir jetzt gerade. Ach, jetzt liest er die Notiz hier drüben. What did you find? Someone tried to burn this. Just like the book. Isn't that odd? It's addressed to Mrs. Fretland. My dearest Anna. It's from her sister, Margaret. Frederick's wife. The two brothers married sisters, remember? Yes, and it's adorable. Keep reading. I really shouldn't. Really? How else are we going to figure out what happened? Keep reading. My dearest Anna, I miss you so very, very much. The baby is due soon, and I wish for our family to reunite before... It's been 7 years since the dreadful incident at the mine. Can we not convince Frederick and Johann to forgive and forget? I know there are things Frederick has not told me about what they found and why they parted ways. Their grudge is tearing us all apart. Frederick won't even let me speak to half of our neighbors, accusing them of treason. He's so very angry and full of regrets. It's eating him up. And we... And we what? The rest is unreadable. Margaret reached out to her sister, but I guess it didn't work. This was written before Simon was born, but burned recently. Oder hier wäre irgendwas Neues drin. I feel restless. You should sleep. I'm not sure I can. But yes, I'll Wir try. werden bestimmt dann bald zur Kirche kommen, denke ich mal. Wahrscheinlich noch zum Bergwerk, könnte ich mir gut vorstellen. Hier ist bestimmt auch noch irgendwas drin, hier unter der Treppe. Na, ich gehe nochmal hoch, vielleicht ist da nochmal irgendwas. Ich lese eigentlich das Buch zum Beispiel durch hier. Ach, ich kann das unten lesen, sehe ich gerade. Ah. Hier ist mal auf die erste Seite. August 1923. Heute Morgen hat die Stadt Tee eine heiße Zitrone ohne Zucker. Außerdem aß ich einen halben Apfel und trockenen Toast. Ich habe in letzter Zeit zugenommen und von der Diät in der Zeitung gelesen. Anscheinend ist sie sehr beliebt in London. Aber ich bin furchtbar hungrig und habe Lust auf Spiegelei mit Wurst. 4. August 1923. Wir haben gestern einen merkwürdigen Brief, der an Johann adressiert war, erhalten. Er wurde von einem amerikanischen Gentleman verfasst, Mr. Edward Harden aus Hanover, Massachusetts. Der Brief war ordentlich geschrieben und sehr höflich. Mr. Harden erhielt unsere Adresse von der Polizeiwache in Arlesund, als er eine Kontaktadresse in Graviger bat. Ich frage mich, warum sie ihm Johanns und nicht Friedrichs Namen genannt haben. Vielleicht, weil unsere liebe Margaret nicht mehr unter uns weilt, oder weil ich besser auf Englisch antworten kann als Friedrich. Mr. Harden ist auf der Suche nach Schwester.
Elisabeth Harden, die allein reist. Anscheinend ist sie Journalistin. Das muss man sich einmal vorstellen, den Atlantischen Ozean überqueren, um über Norwegen zu schreiben. Es klingt wunderbar. Im Brief stand, dass Elisabeth ihren Bruder von Alsund aus ein Telegramm geschickt hat, um ihm mitzuteilen, dass sie in Kravik zu besuchen gedenkt. Warum sie zu diesem furchtbaren alten Ort kommen möchte, weiß ich auch nicht. Hier gibt es nichts, worüber es sich zu schreiben lohnt. Seine Schwester ist hier noch nicht angekommen. Wenn sie es wäre, hätte ich sie mit Fragen über Amerika, über das Dasein als Journalistin und über ihre Reisen erschöpft. Sie klingt so interessant, ich hoffe, dass sie hierher kommt, auch wenn dieser Ort vermutlich zu Tode langweilen wird. Ich werde Mr. Harden heute antworten. Johann schreibt nicht allzu gerne, vor allem nicht auf Englisch. Er stimmt mir zu, dass wir Mr. Harden einladen sollten, bei uns zu übernachten. Wenn er denn zu kommen plant, immerhin gibt es keine Gästehäuser in Kravik und unser Gästezimmer wird selten benutzt. Außerdem muss ich zugeben, dass es irgendwie aufregend klingt, einen Besucher aus Amerika im Haus zu haben. 5. August 1923. Heute Morgen hatte ich ein gekochtes Ei und einen mit Butter bestrichenen Toast. Nachdem Johann zu mir meinte, ich wäre albern und dass ich nicht abnehmen müsste. Immerhin wären wir ja nicht in London und das störte ja niemanden. Ich habe Mr. Harden geschrieben, um ihn zu uns einzuladen. Ich bin furchtbar aufgeregt. Ich mache mir aber Sorgen um seine Schwester. Wo sie wohl sein könnte? 9. August 1923. Heute früh gab es einen Streit im Laden. Friedrich schrie die arme Astrid an, weil ihre Ziegen angeblich auf seinem Land gegrast haben. Ich wollte mich einmischen, doch das hätte ihn nur noch wütender gemacht. 10. August 1923. Johann hat heute Morgen den Fjord überquert, um ein paar Einkäufe, unter anderem Stoff, zu machen und die Post zu holen. Die Briefe stapeln sich im Laden. Manchmal mache ich mir Sorgen, dass die Welt da draußen uns vergisst. 17. August 1923. Ich habe heute ein weiteres Kleid zu Ende genäht. Dieses Mal behalte ich es. Ich habe keine Kunden mehr. Niemand hier braucht ein weiteres Kleid und es ist Ewigkeiten her, seit wir die Stadt besucht haben. Außerdem kenne ich kaum jemanden dort. Und warum sollte man ein Kleid aus Kravik haben wollen, wenn man auch ein Kleid aus Alle kaufen kann? Ich fühle mich heute einsam. Ich vermisse meine liebe Margaret so sehr. Auch nach all den Jahren noch. 20. August 1923. Ich glaube, Ruth verbirgt etwas vor mir. Sie benimmt sich geheimnistuerisch. Sie ist auch öfter allein draußen und ihre Kleidung ist schmutzig. Es macht mir natürlich nichts aus, dass sie spielt und die Gegend erkundet. Ich finde es schade, dass Margaret und ich nicht durften, als wir jung waren. Ruth sagt, dass sie nach Blumen und hübschen Steinen sucht. Sollte mir nicht solche Sorgen machen. 21. August 1923. Simon kam heute mit einem Geschenk für Ruth vorbei. Eine ganze Tafel Schokolade. Er ist ein netter Junge, aber Friedrich wäre zornig, wenn er davon erfahren würde. 22. August 1923. Ich frage Ruth, ob sie bei Friedrichs Farm oder der alten Mine spielt. Sie versprach mir, das nicht zu tun. Ich hatte noch nie einen Grund, ihr nicht zu vertrauen, aber ich spüre noch immer, dass sie etwas von mir verheimlicht. Eine kleine Liebe, die nicht sein darf, irgendwie zwischen Cousin und Cousine und dann noch zwischen verhassten Familien irgendwie. Bisschen wie so Romeo und Julia, so ein bisschen, wie es aussieht. Während sie draußen war, habe ich mir ihre Zeichnungen angesehen. Sie hat so eine lebhafte Vorstellungskraft. 5. September 1923. Wir haben einen weiteren Brief von Mr. Harden erhalten. Er kommt wie geplant im Oktober. Ich freue mich darauf, mich mit jemand anderem unterhalten zu können, wenn auch nur ein paar Tage lang. Nicht, dass ich Johans Gesellschaft nicht mögen würde, aber abseits unserer täglichen Routine haben wir nicht viel zu besprechen. Von Mr. Hardens Schwester gibt es bislang keine Spur. Wenn sie Alesund vor Wochen verlassen hat, wo steckt sie dann bloß? Sie hat auf dem Weg vielleicht einen Zwischenstopp eingelegt. Wir haben nichts gehört, aber wir sprechen auch nur selten mit Menschen außerhalb von Kravik. Ich hoffe sehr, dass es ihr gut geht. Ich würde es verdrießlich finden, wenn Mr. Harden den ganzen Weg hierhin umsonst machen würde. Ruth ist immer noch verschlossen. Ich weiß, dass sie etwas versteckt. Demnächst werde ich ihr folgen. 9. September 1923. Auch heute gab es keine Messe. Der Vikar ist seit der Gedenkfeier im Juli nicht zurückgekommen. Johann glaubt, dass er auch nicht wiederkommt, dass er Kravik aufgegeben hat, wie alle anderen auch.
Ich glaube, ich habe mir eine Erkältung eingefahren. 15. September 1923. Ah, jemand hat in der Nacht unser Boot beschädigt. Das ist schon das 3. diesen Monat. Johann verdächtigt natürlich Fredrik. Ich fürchte, da kocht nach all den Jahren wieder etwas hoch. Ich fühle mich nicht gut. Ich habe gestern und heute die meiste Zeit im Bett verbracht. Gut war lieb. Er hat mir Kartoffelsuppe und Tee mit Honig und Milch gebracht. Da sieht man, weil es auch schon mal jemand gewesen, der Boote beschädigt hat. 18. September 1923. Sie hat uns verlassen. Unsere Ruth ist tot. Ich kann nicht glauben, dass Simon das getan hat. Er ist nun auch tot. Und mit ihm alle Hoffnung, die Grabig noch hatte. Simon ist also auch gestorben. Wie jetzt getötet wurde oder so, keine Ahnung. Also ist das Simon oder Simon dann also auch gestorben. Ein bisschen erkunden, dann gehen wir dann hier dann ins Bett. Da haben wir doch wieder Draugen. Draugenwalz. Im Übrigen, das wird das alleine gespielt, ich drücke überhaupt nichts. Ich will noch gucken, ob es da irgendwie vielleicht noch Folgen gibt oder irgendwas, wenn ich das ja machen lasse. Na gut, das war's. Kein Erfolg. Na gut, hat man ein bisschen Klavier gespielt. Mal gucken, ob es noch irgendwas gibt, was ich hier machen kann. Deswegen auch besser, man erkundet mal ein bisschen immer mal das Haus. Sehen, ob es da irgendwas Neues gibt. Nicht immer jetzt gleich ins Bett gehen oder irgendwas, sondern erstmal wirklich gucken. Das Buch kann ich noch nicht angucken. Hier sind die beiden Brüder, das ist bestimmt hier der Rute, hier der Simon da hinten, der Blonde da. Ist mir jetzt irgendwie was versteckt dann. Hier ein Schatz versteckt. Da sieht die Rute ist. Der Schaukelpferd, ihre Zeichnungen. Oder hier dieses, der Troll da, den sie gemalt hat, wie es aussieht. Und diese Zeichnung. Das Wohnzimmer. Dann kurz hier auf den Balkon gehen oder Terrasse, wie auch immer. Ach, schätze mal, dass wir wahrscheinlich dann nächsten Tag dann zur Kirche gehen. Ich denke mal, das Bergwerk wird auch noch wichtig werden wahrscheinlich. Denke ich mal, werden wir wahrscheinlich auch noch hinkommen. Weil ich habe das Gefühl, weil die Schöne einfach so nahe ist, dass vielleicht auch in der Schöne irgendetwas drin ist. Ich weiß nicht, könnte ich mir gut vorstellen, würde halt irgendwo Sinn machen. Dass irgendwie die Schöne auch noch einen Sinn hat und dass man da noch mal reinkommt. Das Elternschaftszimmer geht wahrscheinlich auch wieder nicht auf. Nee. Ah, wahrscheinlich später. Ist hier was Neues? Nö. Gut, er hat gesagt, er will ja noch auf das Sofa wieder unten pennen. Wie gesagt, so hätte ich ja wahrscheinlich dann vielleicht den Brief nicht lesen können. Das Tagebuch. Jetzt gehen wir mal runter. Ich gehe nochmal zu Lissie. Ach, geht gar nicht. Where are you, Lissie? I'm over here. Ach nee, jetzt ist sie ja drüben. Folgen wir den Brief aus der fortgeschafft. Ist ja noch was zu lesen.
Liest aber nicht. Ach, nicht Erdrück oder irgendwas. Na gut. Do you think Simon killed Ruth? It's not important what I think. I don't know what to believe. Sometimes children do monstrous things. It's almost painful to look at this photograph now. Their whole world fell apart. Ugh, I can't bear to think about it. Now that we know what happened to Ruth, this empty house is even spookier. It's a house, nothing more. You know better than most that souls can linger. Especially if they died There's in no such thing as a soul. life force, ghost, whatever. You know exactly what I'm talking about. The only ghosts are in our minds. Says you. The two brothers married twin sisters, Anna and Margaret Taylor. That's the Grovik Stave Church Die behind them. Margaret ist ja auch schon All tot, those was man hopes gelesen and hat. dreams. Ground Prinzip to sind ja dust gefühlt alle schon by tot. misfortune. I feel restless. You should sleep. I'm not sure I can. But yes, I'll try. In a bit. I feel restless. You should sleep. I'm not sure I can. But yes, I'll try. In a bit. Gut, kann ich nochmal mit dir sprechen irgendwie. Da liest doch nichts vor, irgendwie bei dem Brief, komischerweise. The mine must have been a big deal for Greywoke. Grovik. An opportunity to do more than live hand to mouth. What a blow it must have been to lose it all. So the brother who owns the store Frederick. was angry with Johann before Ruth. Because of the mine. It all comes back to the mine. Ja, wir werden gerade hinter die Miete kommen, da hat scheinbar das Mädchen hat irgendwas versteckt, die Ruth. Wenn man ihr Bild anguckt, was sie da gezeichnet hat. Das ist irgendwo sicherlich das Geheimnis wahrscheinlich, um was es da geht. Wahrscheinlich in dem Bergwerk versteckt haben, in der Mine. Garantiert. Wir werden auch, wie gesagt, zur Kirche kommen. Ich denke mal zum Schluss wahrscheinlich in die Mine. Wahrscheinlich. Und Elisabeth wahrscheinlich, oder Elizabeth, vielleicht wollte die das aufdecken hier, dass sie vielleicht irgendwie das mitbekommen hat, was hier los war vielleicht. Ist dann vielleicht selber gestorben, verunglückt und ja, hat es nicht verarbeiten können. Irgendwie sowas, habe ich das Gefühl. Johann and Frederick Fretland. Thick as thieves, before things took a turn. Don't you always say that much of our pain is self-chosen? I wonder about that. These headlines make more sense now. Johann sells his share, and the cave-in occurs shortly thereafter, killing 3 people. Including the younger brother. The investor pulls out, leaving Frederick with the bills. Oh, I feel awful for everyone. Losing a brother, losing the business. There were no happy endings here. Ach, stimmt, ja, glaube ich. Der Simon ist ja, glaube ich, in der Mine gestorben. Ja, gleich gewesen, der ist ja gleich in der Mine dann gestorben. Einer von diesen Fredlins ist ja auch gestorben in der Mine. Ich glaube, das war, glaube ich, Simon. Zwar die Kiste nicht aufmachen können mal sehen, was es da drin gibt. Ein Wandteppich. Mit dir kann ich auch nicht nochmal reden. I feel restless. You should sleep. I'm not sure I can. But yes, I'll try. In a bit. Ja, noch einen Spiegel gucken. You Das do sieht look doch- exhausted. Wollte ich gerade sagen. Das sieht müde Go to aus. bed, Edward. I'll tuck you in. So, haben wir wenigstens Blut schon mal drauf. What are gemacht. you doing? Betty will want these back. I don't think it's Not healthy now, please. I'm exhausted. Wie gesagt, ich denke mal, dass die Schwester auch schon lange tot ist. Kann man nicht vorstellen, dass die noch lebt. Das sind meistens ja immer solche Tragikgeschichten hier. Deswegen, also ich glaube nicht, dass die noch lebt, die Schwester.
Ich das wieder speichern auch. Und auch passen, weil die Folge jetzt schon länger, als ich eigentlich wollte. Quite the day, huh? I'm ready to pass out. Where will you sleep? I'll be up for a while. My mind's simply racing. Don't stay up late. Wake me if you hear the Fretlins arriving. Of course. And I'll keep my eyes open for any ghosts that might want to haunt you in your sleep. There are no... Hush now. Sleep. Tag 3. 100 gespeichert. Na gut, noch einmal was kommt, sonst würde ich mich die Folge jetzt eigentlich auch beenden. Wie gesagt, wenn du nicht speichern kannst, wie du willst, ist immer ein bisschen doof. Na gut, da kann ich jetzt endlich auch mal die Folge beenden. Lasst also ruhig mal eine Bewertung da oder auch ein Abo. Seht euch auch mal andere Videos an, vielleicht sogar andere Adventure- oder Walking-Simulatoren oder was auch immer noch. Ich habe viele verschiedene Spiele auf dem Kanal und Kategorien. Und wenn ihr eine komplette Übersicht haben wollt, ich habe bei meinem Kanal auch so einen Google Drive-Ordner da. Da habe ich halt eine Liste, da findet man viele Sachen schneller. Also welche Spiele in welcher Liste drin sind und so. Und ja. Und in der nächsten Folge werden wir, wie gesagt, dann versuchen, noch mehr Geheimnisse hier zu ergründen. Also macht's gut. Bis dann und tschüss.